Minimalismus im Alltag. Weniger ist mehr. Hey, wie schön, dass wir uns endlich wiedersehen. Wie läuft's bei dir? Letztes Mal hast du gesagt, du fühlst dich von all deinen Sachen total erschlagen. Ja, genau. Überall stapeln sich Bücher, Deko, Klamotten und dann noch dieser Krimskrams, den ich nicht mal zuordnen kann. Und digital? Mails, Apps, Fotos, ein Albtraum. Ich weiß, dass Entrümpeln mir guttun könnte, aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Oh, das kenne ich. Am Anfang war meine Wohnung auch so ein Chaos, dass ich sie kaum wiedererkannt habe, als ich endlich losgelegt habe. Aber glaub mir, der erste Schritt ist der größte. Was stresst dich denn gerade am meisten? Ganz ehrlich? Dieses digitale Durcheinander. Ich scrolle stundenlang durch Social Media, kriege ständig Benachrichtigungen. Ich arbeite am Laptop, habe nebenbei das Handy und abends frage ich mich, wo ist meine Zeit hin? Das hatte ich auch. Früher habe ich stundenlang in Feeds rumgehangen und mich danach total leer gefühlt. Irgendwann habe ich mir gesagt, Schluss damit. News-Apps und Social Media sind jetzt auf dem zweiten Bildschirm, damit ich sie nicht sofort sehe. Und ab 20 Uhr schalte ich mein Handy auf Flugmodus. Digital Detox bedeutet, bewusst Zeit ohne Handy und Computer zu verbringen, um den Kopf frei zu bekommen. Am Anfang war das echt ungewohnt, aber jetzt lese ich abends wieder Bücher, die mich wirklich packen. Das klingt nach einem richtigen Digital Detox. Ich habe aber auch online gelesen, dass ständige Benachrichtigungen den Schlaf ruinieren können. Ich werde mein Handy heute Abend direkt mal in den Flugmodus versetzen. Einfach testen. Probier's aus. Und wenn du mutig bist, lösch ein paar Apps ganz. Ich habe meine Push-Nachrichten auf ein Minimum reduziert. Nur das Wichtige kommt noch durch. Das nimmt echt Druck raus und macht produktiver. Ich wette, nach einer Woche merke ich schon was. Es ist irre, wie viel Zeit wir mit dem Handy verschwenden, ohne es überhaupt zu merken. Total. Und es ist nicht nur das Handy, manchmal stresst auch das Umfeld. Was machst du eigentlich, wenn dir Leute ständig Sachen schenken oder aufdrängen? Oh Gott, ja. Meine Mutter liebt Flohmärkte. Jeden Sonntag schleppt sie mir irgendwas an. Kerzenständer, Bilderrahmen, Figuren. Ich finde die Geste süß, aber mein Apartment quillt über. Wie sage ich ihr das, ohne sie zu verletzen? Das ist knifflig, klar. Ich sage meistens sowas wie: Danke, das ist echt lieb. Aber bei mir ist leider kein Platz mehr. Vielleicht freut sich jemand anderes darüber. Oder ich erzähle, dass ich versuche, mit weniger klarzukommen. Die meisten kapieren das dann, weil es nichts Persönliches ist. Wenn mir trotzdem etwas geschenkt wird, das ich nicht brauche, gebe ich es direkt weiter. Zum Beispiel an eine Sozialstation. Gute Idee. Ich lade Sie das nächste Mal lieber auf einen Kaffee ein, statt auf den Flohmarkt. Das spart Platz und wir haben trotzdem Zeit zusammen. Apropos Konsumverhalten. Ich bestelle oft spontan Zeug online, das ich nicht brauche. Am Monatsende schaue ich auf mein Konto und denke, wo ist das Geld hin? Wie hast du das in den Griff gekriegt? Bei mir war es früher genauso. Ständig im Minus. Aber seit ich bewusster lebe, spare ich jeden Monat 200 bis 300 Euro. Das wandert jetzt auf ein Konto für Reisen. Demnächst fliege ich nach Island. Das wollte ich schon ewig. Island. Davon träume ich auch. Und das klappt nur, weil du weniger kaufst? Jupp. Jedes Mal, wenn ich was kaufen will, frage ich mich, brauche ich das wirklich oder nimmt es mir nur Platz und Geld? Viele denken, sie können nicht reisen, aber merken nicht, wie viel sie für unnötigen Kram ausgeben. Das leuchtet ein. Ich habe mir gerade in Gedanken schon eine Kategorie für Spontankäufe auf meinem Konto vorgestellt. Da wandert ab jetzt jeder vermiedene Kauf rein. Und wie bringt man das ins Arbeitsleben? Ich sitze oft im Büro und sammle Papierkram wie ein Hamster. Oh, ich kenne das. Ich habe früher in einem lauten Großraumbüro gearbeitet und irgendwann auf Homeoffice umgestellt. Jetzt brauche ich nur meinen Laptop und ein paar Basics. Kein Pendeln, kein überfüllter Schreibtisch.
Das hat meinen Stress mega gesenkt. Aber auch im Büro kannst du easy was ändern. Weniger Meetings, Posteingang aufräumen. Ich nutze Tools wie Trello, um alles an einem Ort zu haben. Mit Trello organisiere ich alles digital, sodass ich keine physischen Notizen mehr brauche. Und ich checke E-Mails nur zu festen Zeiten. Bleibt der Kopf frei. Klingt smart. Ich setze mich morgen mal hin und schaue, wie ich feste Mailzeiten in meinen Arbeitstag einbaue. Übrigens, meine Schwester jammert ständig über Lego-Berge im Zimmer meines Neffen. Wie bringt man Kids Minimalismus bei? Die wollen ja alles behalten. Hahaha, das ist echt eine Herausforderung. Eine Freundin von mir hat's mit ihrem Sohn so gemacht. Wenn was Neues kommt, muss was Altes weg, gespendet oder verkauft. So lernt er, dass Platz nicht unendlich ist. Und anderen eine Freude zu machen, kann cool sein. Klar, manchmal murrt er, aber es klappt meistens. Das könnte ich meiner Schwester vorschlagen. Lego lässt sich ja gut weitergeben. Andere Kids freuen sich über gebrauchte Steine. Sag mal, hat Minimalismus auch was mit Kreativität zu tun? Ich schreibe manchmal Geschichten, aber inmitten von Notizbergen komme ich kaum voran. Bei mir schon. Seit ich mein Arbeitszimmer ausgemistet habe, male ich wieder öfter. Früher stand da so viel Zeug rum, dass ich mich total abgelenkt gefühlt habe. Einmal habe ich einen alten Karton weggeworfen, in dem noch Briefe von meiner Oma lagen. Die habe ich dann gerahmt. Und jetzt inspirieren sie mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Weniger Zeug hat mir den Kopf freigemacht. Aber ich kenne Leute, die Chaos brauchen. Ist halt individuell. Cool, diese Briefe-Geschichte. Ich nehme mir am Wochenende Zeit, meine Notizen zu sortieren und drucke nur das Nötigste aus. Ein halbleeres Zimmer könnte echt zum Nachdenken anregen. Ich habe aber auch online gelesen, dass manche sagen, Minimalismus ist nur was für Privilegierte. Wer wenig Geld hat, kann nicht so wählerisch sein. Was meinst du dazu? Da ist was dran. Wenn du jeden Cent umdrehen musst, kannst du dir nicht immer teure, langlebige Sachen leisten oder ständig ausmisten. Aber gerade dann hilft es, genau zu überlegen, was du wirklich brauchst, um nicht in Schulden zu landen. Minimalismus muss kein Luxus sein, eher eine Strategie. Stimmt, manche haben ja kaum was, weil sie sich nichts leisten können. Das ist dann kein freiwilliger Minimalismus, sondern Not. Das darf man nicht schönreden. Nein, definitiv nicht. Aber selbst mit wenig kannst du bewusster mit deinen Sachen umgehen. Ich kaufe zum Beispiel fast nur Second-Hand-Klamotten. Mein Schrank ist jetzt halb so voll, aber ich trage jedes Teil wirklich gerne. Und es schont die Umwelt. Die Modeindustrie ist ja ein riesiger Umweltfaktor. Statt ständig zu kaufen, frage ich mich, brauche ich das wirklich oder ist es nur ein Impuls? Genau, das spart Ressourcen. Und weniger Chaos zu Hause tut auch der Seele gut. Ich habe mal gelesen, dass Unordnung den Stresslevel hochtreibt. Bei mir war es so. Nach dem ersten großen Ausmisten habe ich plötzlich besser geschlafen. Aber wenn ich alles weggebe, fühle ich mich dann nicht irgendwann leer. Auf keinen Fall. Du gewinnst mehr Klarheit und entdeckst, was dir wirklich wichtig ist. Materielle Dinge allein machen nicht glücklich. Mit der Zeit verstehst du, was wirklich zählt. Das geht nicht von heute auf morgen. Also kein Druck, wenn ich nächste Woche nicht perfekt minimalistisch bin. Nee, überhaupt nicht. Hauptsache, du fängst an und machst Schritt für Schritt. Das wird schon. Wir haben heute ganz schön viel abgeklappert. Handy, Finanzen, Kids, Kreativität, Nachhaltigkeit. Fühlst du dich überfordert oder angespornt? Angespornt. Ich dachte immer, Minimalismus heißt nur Sachen wegwerfen. Aber es ist viel mehr, eine Art bewusster zu entscheiden. Ich fange heute mit den Apps an. Morgen ist dann der Kleiderschrank dran. Super! Fang klein an. Apps sortieren, Kleiderschrank ausmisten. Und wenn du nicht weiter weißt, schreib mir. Ich helfe dir gern. Werde ich machen. Ich lege mir gleich eine Liste an.
Apps reduzieren, Schrank ausmisten, ein Reisekonto für Island einrichten, Laptop aufräumen, mit meiner Mutter reden und mit meinem Neffen das Lego-Chaos angehen. Perfekt. Das kann sogar Spaß machen. Manchmal findest du beim Ausmisten alte Schätze. Und wenn dein Handy nicht mehr piept, fühlst du dich gleich leichter. Stimmt, ich freue mich richtig drauf. Es fühlt sich gut an, aktiv etwas zu verändern, nicht nur zu reden. Lass uns auf meinen Neustart anstoßen, auf weniger Ballast und mehr Freiheit. Prost! Und danke, dass du mich heute eingeladen hast. Ohne unser Gespräch hätte ich nicht nochmal so über all das nachgedacht.